Nicht viele Leute können meinen Schuhen gerade sein. Und dafür muss ich dankbar sein. Was halt das Wichtigste ist zu sagen, ist, dass ich als Spieler immer sehr, sehr stolz bin, wenn ich für Deutschland spielen darf. Unfair mir gegenüber fand ich es jetzt nicht, weil ich habe nicht gut gespielt. Unfair gegenüber meiner Freundin fand ich schon. Servus. Komm, ein bisschen gehen. Ja. Karim, schön, dass es geklappt hat, hier im Trainingslager in Marbella. Zu Beginn eine der simpelsten Fragen, die man überhaupt stellen kann. Wie geht's dir? Ja, gut, kann ich jetzt sagen. Nicht perfekt, weil wenn es mir perfekt gehen würde, wäre ich bei der Mannschaft natürlich. Aber mir geht's gut, ich halte es ganz gut aus, hier sag ich mal, wieder Aufbautraining zu machen. Und in Marbella ist auch ganz schön, deswegen passt es ganz gut. So individuelles Training, quasi in der Sonne Spaniens, in Südspanien. Wollen wir mal ein bisschen detaillierter darauf eingehen, auf deine Verletzung. Was macht die Verletzung gerade? Ja, also ist wie geplant. Den Schuh habe ich jetzt nicht mehr an. Ja, ein bisschen laufen geht und natürlich alle Sachen, was so im Gym gemacht wird, geht auch. Deswegen eigentlich alles so gut wie nach Plan. Und ich hoffe, dass ich bald mit dem Ball arbeiten kann und dann relativ schnell wieder bei der Mannschaft bin. Bist du eigentlich ein ungeduldiger Mensch, gerade wenn, das ist ja nicht deine erste Verletzung. Wie ist das bei dir dann? Wie gehst du damit um? Kommt dann schnell Ungeduld auf bei dir oder weißt du, ich muss eben auch mal die Geduld aufbringen, weil so eine Verletzung, die soll ja nicht wiederkehren? Ist unterschiedlich. Also ich bin natürlich ungeduldig, dass ich nicht bei der Mannschaft bin und dass ich nicht trainieren darf, aber irgendwie zeitgleich auch geduldig, weil es bringt mir nichts, wenn ich mich stresse und das tut der Verletzung, glaube ich, auch nicht gut. Deswegen bin ich da eigentlich immer ganz gelassen und ich bin eigentlich immer gelassen, deswegen mache ich mir da nie so richtig Stress, aber natürlich will ich so schnell wie es geht wieder auf den Platz. Aber gerade, weißt du, wenn du natürlich so in den Rhythmus gekommen bist, ne, und kriegst dann wieder so einen Rückschlag, ich erinnere mich da an die Rückrunde der vergangenen Saison, wo du ja auch gesagt hast vor der Rückrunde, ja, ich muss einfach mehr bringen, ich will richtig ankommen in Dortmund, glaube ich, waren deine Worte damals mal in einem Podcast. Und dann war es ja in der Summe eine gute Rückrunde. Hast Tore erzielt, hast Tore vorbereitet und zwischendurch aber 5 Wochen weg gewesen aufgrund eines Muskelfaserrisses. Dann die Vorbereitung war auch jetzt nicht so ideal, auch lange verletzt gewesen. Nervt das nicht auch trotzdem zwischendurch, dass man gerade so vielleicht im Rhythmus ist und dann wieder aber raus ist? Ja, natürlich nervt es. Das ist ja für jeden das Schlimmste, was es gibt, wenn man gut reinkommt nach einer schwierigen Phase und dann sich verletzt. Aber wie gesagt, man kann nur die Sachen immer positiv sehen, so versuche ich es immer zu sehen. Es hat schon seinen Grund, warum das passiert. Und das Einzige, wie gesagt, kann ich nur machen, ist weiter Gas zu geben und versuchen, um die Verletzung zu minimieren. Jetzt bist du roundabout 18 Monate bei Borussia Dortmund, also 1,5 Jahre. Und Borussia Dortmund, da steht man natürlich unter einem ganz anderen Brennglas als beispielsweise in Salzburg noch, wo du hergekommen bist. Wenn du so auf die vergangenen 18 Monate mal zurückblickst, wie hat sich Karim Adeyemi in seiner Persönlichkeit, also wenn überhaupt, verändert? Hast du bei dir einen Veränderungsprozess auch schon erlebt in puncto Persönlichkeit? Über die Monate, glaube ich, ist man auf jeden Fall erwachsener geworden. Man ist mit erfahrenen Spielern oder mit älteren Personen viel im Austausch und in Kontakt und lernt auch, glaube ich, viel von denen. Und in meinen jungen Jahren, glaube ich, kann ich auch Leuten was beibringen, auch wenn sie älter sind. Deswegen ist es so, man nimmt von beiden Seiten etwas mit, glaube ich. Mhm. Aber ja, persönlich habe ich mich jetzt nicht so viel verändert, außer vielleicht erwachsener geworden zu sein. Wie machst du das fest? Also woran machst du das fest, dass du sagst, vielleicht bin ich ein bisschen erwachsener geworden? Ist aber mal gar nicht so schlecht, ich bin ein bisschen älter, auch mal ein bisschen trotzdem zu bleiben, weißt du? Ja, das sowieso, darüber will ich, glaube ich, nicht reden, ob ich noch so Kind geblieben bin. Das glaube ich auch vielleicht noch etwas zu viel, wie andere sagen, aber für mich ist das eine gute Mischung. Aber ich kann es eigentlich nicht sagen. Man wird reifer, man überwindet sich, Sachen zu machen, die man eigentlich nicht machen will, vielleicht noch professioneller zu werden, disziplinierter und die ganzen Sachen und Verantwortung zu übernehmen, natürlich.
Ja, auf dem Platz, aber auch neben dem Platz. Aber fußballerisch hat sich, glaube ich, auch ein bisschen was getan. Ja, und man hat nur gelernt und es macht auf jeden Fall Spaß. Ja. Karim, wir wollen noch ein bisschen tiefer auch so in dich reinhören und dich mal reingucken. Jetzt ist es ja so, dass du auch dein Privatleben schon auch öffentlich auch gerne kundgibst, auch viel von dir zeigst. Wie schwer ist es eigentlich, es ist ja kein Geheimnis, wenn man das Privatleben dann doch schon so öffentlich auch kundtut, da gibt es nicht immer nur positive Resonanz, gerade in den sozialen Netzwerken. Wie schwer ist es eigentlich dann dabei, du selbst zu bleiben? Es ist eigentlich ganz einfach. Weil das, was ich preisgebe, ist ja nicht eigentlich, was mein Leben so ist, sondern es sind einfach nur, sag ich mal, eine Sekunde oder 2, die man sieht, was ich im Leben gerade mache. Und die anderen Stunden sehen die Leute halt nicht. Und die Leute nehmen sich halt dann, sag ich mal, das Recht raus, zu urteilen, wie diese Sekunde halt ist, die man halt preisgibt. Mhm. Und ja, also von meiner Seite muss man das jetzt nicht verstehen, weil ich glaube, jeder hat ein Privatleben. Ich spiele Fußball natürlich, aber ich bin auch glücklich, wenn ich zu Hause ankomme und nicht an Fußball denke. Aber natürlich, bei mir ist es immer so, wenn ich auf dem Fußballplatz bin oder ja, zum Training komme, dass ich immer fokussiert bin und mein Bestes geben will. Mhm. Und das, glaube ich, wurde in den, ja, im letzten Jahr vielleicht ein bisschen vergessen. Mhm. Oder ja, nicht gesehen, weil die Spiele vielleicht nicht so gut waren, aber so ist es auch im Fußball. Es gibt Leute, die darunter noch mehr vielleicht leiden und sich denken und sich dann richtig einen Kopf machen, aber für mich persönlich war das jetzt keine Wahl, weil ich mir gedacht habe, es wird auf jeden Fall wieder bessere Zeiten geben und ob ich dann mein Privatleben zeige oder nicht, die Leute werden so oder so entweder gut oder schlecht von mir denken. Aber gerade zu deinem Privatleben, das wurde ja schon hier und da, gerade auch jetzt in der Hinrunde, nachdem du auch zusammen jetzt bist mit Loredana, einige Male herangezogen nach, sagen wir mal, nicht so guten sportlichen Leistungen von dir. Hast du das so als unfair empfunden oder wie gehst du generell auch da mit so einer Kritik um? Ja, ich persönlich musste damit locker umgehen, weil ich habe gewusst, auf was ich mich einlasse. Ich wusste auch, dass sie eine Person ist, die in der Öffentlichkeit steht, natürlich. Aber dass die Leute gleich mal so Vorurteile und ja, so reagieren nach einem schlechten Spiel, fand ich krass. Unfair mir gegenüber fand ich es jetzt nicht, weil ich habe nicht gut gespielt. Unfair gegenüber meiner Freundin fand ich schon. Das habe ich auch, glaube ich, in einem anderen Interview auf jeden Fall gesagt, weil, wie gesagt, sie oder auch meine Familie hat nichts damit zu tun, wie ich spiele und wie ich performe auf dem Platz. Da bin ich absolut, ja, stehe ich da alleine da, weil ich stehe ja auch auf dem Platz und ja, aber wie gesagt, ich hab versucht und es ist dann auch in den Wochen, Monaten besser geworden und es hat natürlich mich gefreut, aber auch meine Familie, aber ja, unfair ist schwierig zu sagen. Ich finde halt manchmal schon eigenartig, was sich ein paar Leute rausnehmen, über Leute zu urteilen, die sie nicht kennen. Wie gehst du generell auch mit Kritik dann um? Ich bin ein Mensch, ich bin sehr selbstkritisch. Wenn ich ein schlechtes Spiel gemacht habe, sage ich nicht, ich habe gut gespielt. Natürlich versuche ich die Sachen, die im Spiel gut waren, mitzunehmen fürs nächste Spiel, aber die Sachen, die schlecht waren, die, glaube ich, sehe ich selber auch sehr schnell und sehe sie auch ein. Also wenn ein schlechtes Spiel war, sage ich mir auch selber, das war also katastrophal, Leute. Und wenn mir dann Leute, sage ich mal, ja, ich bin jetzt nicht jemand, der immer so viel Nachrichten schaut oder irgendwie Kommentare liest. Mhm. Aber wenn mir Leute sagen, ja, der schreibt wieder das und das, dann sage ich, ja, vielleicht in dem Spiel hat er recht, aber der schreibt es jetzt nicht, weil er das so empfindet, sondern weil er vielleicht nochmal einen lustigen Kommentar abgeben will. Und ja, so ist vielleicht das Internet, aber ja, mich hat es jetzt nicht so beeindruckt. Und wie gesagt, wenn ich ein gutes Spiel mache und ich bin immer noch mit dir, kommen immer noch Kommentare. Also am Schluss macht das alles nicht sehr viel Sinn, aber
so ist das Internet und die Fußballwelt. Es gab Kommentare, wo zum Beispiel Leute mir sagen, dass ich für Dortmund nicht brenne oder so, aber ich bin zu dem Verein gekommen, weil ich schon von klein auf diesen Verein sehr spannend fand und ja, mir der sehr gefallen hat, wie die spielen und wie die Fans da mitagieren. Und so lebe ich immer noch. Und ich glaube, ja, das ist nicht oft so. Und ja, ich kann nur sagen, dass ich schon immer für Dortmund brennen und alles geben will, auch wenn es manchmal nicht klappt. Jetzt bist du jetzt in der kurzen Winterpause in die Heimat deines Vaters gereist, nach Nigeria. Weil dir was unglaublich wichtig ist? Nicht zu vergessen, wo ich herkomme oder mein Vater herkommt. Also ich habe da mit meinem Vater eine Foundation gegründet. Dazu habe ich eine kleine Story. Ich war mit 10 Jahren da mit meinem Vater und habe mit ein paar Jungs auf der Straße ein bisschen Fußball gespielt und habe eigentlich relativ schnell gewusst, dass ich mich hier wohlfühle und dass mir gefällt, hierher zu kommen. Und mit 10 habe ich meinem Vater schon gesagt, wenn ich mal irgendwie genug Geld habe oder ja, Fußballer werde, was jetzt da auch mein Traum war, dass ich natürlich wieder nach Nigeria zurückkommen will und den Leuten helfen will, vielleicht eine bessere Zukunft für die zu haben. Sei es fußballerisch oder jetzt in der Schule oder ja, mit Essen oder mit so die Lebensumstände. Lebensumstände, ne? Genau. Oder alten Leuten helfen mit Medikamenten und Verpflegung. Ja, und dann haben wir uns da viele Gedanken gemacht und sind zum Schluss gekommen, dass wir da, jetzt haben wir ein Team da, ein Fußballteam, da sind über 20 Jungs am Kicken und die werden trainiert von einem Trainer, den mein Vater kennt und der auch schon seit 8 Jahren Trainer ist. Die kriegen viele Sachen von uns geschickt, sei es Fußballschuhe oder Trikots, damit die einfach sich wohlfühlen. Und ja, wir haben auch für Leute ein Stipendium für die Schule bezahlt und natürlich Leuten Essen und Trinken zur Verfügung gestellt. Und jetzt auch vor kurzem einen Brunnen für die gebaut, dass sie sauberes Wasser haben in deren Umgebung. Und ja, die einzige Message war für mich eigentlich nur, dass ich den Leuten was zurückgeben will, wo meine Vorfahren herkommen. Ist das auch nochmal für dich auch wichtig zu sagen, bei einem Kind, das immer noch trotzdem in einem steckt irgendwie, ja, und man soll ja auch Freude haben am Fußballspielen, auch wenn man Profi ist, bei aller Disziplin natürlich, was dazugehört, zu zeigen, ich weiß schon ganz genau, was wichtig ist im Leben? Ja, das will ich, glaube ich, auch. Das haben mir meine Eltern so mitgegeben. Ich glaube nicht, dass ich jemand war früher, der viel hatte. Meine Eltern, glaube ich, hatten es auch nicht einfach, in Deutschland klarzukommen. Mehrere Jobs gearbeitet und ja, gerade so über Wasser gehalten, würde ich mal sagen. Ich will es jetzt nicht so schlimm formulieren, aber so war es ein bisschen. Und ich habe gemerkt, die in Nigeria haben halt noch weniger. Und man als Kind, glaube ich, denkt man einfach nur daran, ich habe ja schon eigentlich viel in Deutschland, obwohl zum Allgemeinen habe ich vielleicht nicht so viel. Aber in Nigeria haben die noch weniger. Also wenn ich mal Geld habe, kann ich mal was zurückgeben. Und ich glaube, das war, was ich als Kind einfach gefühlt habe. Und deswegen ist für mich auch sehr wichtig, wenn ich mal vielleicht Kinder habe, die auch dahin zu bringen und zu zeigen, dass es nicht jeder so schön hat und nicht jeder so einfach hat wie vielleicht Leute, die in Deutschland geboren sind und aufgewachsen sind. Nach diesen ganzen Dingen, die für dich als 10-Jähriger schon klar waren, und jetzt hast du die Erfahrung selbst gemacht, dass du nochmal hingereist bist und so viele Dinge mit deinem Dad zusammen, mit Borussia Dortmund zusammen auf die Beine gestellt hast. Was nimmst du da für dich mit, nicht nur persönlich, das meine ich gar nicht, sondern auch für deine aktuelle sportliche Karriere bei Borussia Dortmund? Dass ich eine Chance habe, die, glaube ich, niemand, also nicht viele haben können, das ist, was mich antreibt. Wenn ich es jetzt so grob sagen kann. Nicht viele Leute können meinen Schuhen gerade sein, sage ich mal. Und dafür muss ich dankbar sein und dafür muss ich auch Gas geben. Aber natürlich will ich auch etwas erreichen für mich selber. Klar. Wenn ich mal älter werde, dass ich dann sagen kann,
darauf kann ich stolz sein. Glaube ich, darauf kann man bauen. Aber das Erste ist, glaube ich, dankbar zu sein, wo man ist und ja, sein volles Potenzial dann auch auszuschöpfen. So, jetzt sitzen wir am Meer, nicht unter Hintergedanke. Ich habe mir so gedacht, ich lenke dich jetzt ein bisschen ab vom Meer, von dieser schönen Aussicht, um dir knallharte Fragen zu stellen jetzt. Denn wir müssen über das Sportliche sprechen. Ich würde ganz gerne beginnen, nochmal so Ende Rückrunde, letzte Saison. Wie lange hat das bei dir noch so angedauert, dieser letzte Spieltag? Ich habe gestern tatsächlich darüber geredet mit Jamie, weil er mir ein Video gezeigt hat, wie er im Stadion war und wie die Atmosphäre war. Dieser Tag ist, sag ich mal, steckt sehr, sehr tief in mir drin. Tut immer noch weh, Videos zu sehen vom letzten Spieltag. Sei es jetzt am Ende, wo wir da alle standen, oder am Anfang. Einfach nur zu wissen, dass dieser Tag überhaupt da war, ist sehr schmerzhaft. Aber ja, wir können es nicht mehr ändern und das ist auf jeden Fall sehr schade gewesen. Ja. Diese Hinrunde. Im Moment steht Borussia Dortmund nicht da, wo sich Borussia Dortmund ja auch gerne sieht und sehen will. Wie fasst du denn so deine persönliche Hinrunde zusammen? Keine gute Hinrunde. Vielleicht ähnlich so gestartet wie letztes Jahr. Also mit mir selber bin ich auf jeden Fall nicht zufrieden. Ja, am Schluss dann ein bisschen besser geworden, aber für mich auf jeden Fall noch viel zu wenig von mir selber. Gedanken gemacht hast du dir sicherlich auch, als es dann im Herbst so weit war, dass du erst zu 21 dann wieder gegangen bist. Waren ja auch schwierige und turbulente Zeiten beim Deutschen Fußballbund. Unter Hansi Flick hast du debütiert, hast 4 Länderspiele hier absolviert und hast dann für dich auch entschieden, ich spiele jetzt erstmal U21, um auch wieder in den Rhythmus zu kommen. Warst du nun mal auch 7 Wochen verletzt in der Vorbereitung, also konntest erst spät einsteigen. Und dann hast du aber einen weiteren Lehrgang abgesagt und hast auch verlautbaren lassen, da wieder Rhythmus aufzunehmen, dich zu konzentrieren auf den Verein Borussia Dortmund. Und das gab richtig was um die Ohren medial, auch vom Präsidenten Bernd Neuendorf. War das vielleicht so von der Kritik her die heftigste Zeit und warum hast du es eigentlich gemacht? Heftigste Zeit ist schwierig. Ich glaube, die ganze Hinrunde war ein bisschen so turbulent, jetzt nicht nur fußballerisch, sondern auch, wie wir vorhin geredet haben, über das Privatleben. War ich eigentlich oft oder zu oft im Mittelpunkt wegen einfach Sachen, die eigentlich nicht dahin gehören. Ja, als allererst kann ich sagen, beim ersten Mal wollte ich hin, um zeigen, dass ich es besser kann. Wir haben da auch nur ein Spiel gespielt und was halt das Wichtigste ist zu sagen, was viele Leute vielleicht auch vergessen haben, weil diese Absage dann gekommen ist, dass ich als Spieler immer sehr, sehr stolz bin, wenn ich für Deutschland spielen darf. Und ich glaube, das ist wichtig, jetzt einmal zu sagen. Den alle auf der Brust zu tragen, ist jetzt nichts, was einfach mal so passiert und man sich nichts dabei denkt, sondern es ist auf jeden Fall mit Ehre und Stolz getragen. Und da gibt man natürlich nochmal Gas, wenn man weiß, man spielt für sein Land. Aber ja, für mich waren schwierige Zeiten. Für mich war es einfach wichtig zu reflektieren, was brauche ich gerade. Und in dem Moment war es einfach für mich so, dass ich den Rhythmus wieder reinkriegen muss. Und bei Dortmund erstmal Leistung bringen muss, bevor ich mich bei der Nationalmannschaft zeigen darf. Und deswegen wollte ich da diese 2 Spiele absagen und bei Dortmund richtig durchstarten, wie ich es auch dann auch gesagt habe. Und ich glaube, danach hat es auch, ganz gut gepasst für mich jetzt persönlich. In den Medien war es jetzt immer noch ein Thema, aber das sollte jetzt niemals irgendwie schlecht dargestellt sein von mir persönlich, weil ich weiß, was es heißt, Nationalspieler zu sein. Und ja, danach ging es eigentlich auch für mich in Dortmund wieder ein bisschen bergauf. Jetzt hast du ja auch schon 4 Länderspiele, warst bei der WM mit dabei, zwar ohne Einsatz geblieben, weil die Konkurrenz ist ja auch nicht gerade klein in der Nationalmannschaft.
Wie präsent ist denn diese Europameisterschaft im eigenen Land? Du musst jetzt mal wieder fit werden, ist ja klar, und dann über Leistungen dich empfehlen bei Julian Nagelsmann. Aber wie präsent ist das in deinem Kopf, diese EM? Mit Auftaktspiel in deinem Geburtsort in München? Ja, sehr präsent. Also man gibt sowas, dass die eigene EM im eigenen Land ist. Das gibt es nicht häufig und natürlich will man da dabei sein und für sein Land spielen. Aber es wird sich herausstellen, ich muss erstmal fit werden, wie schon gesagt, gute Spiele machen, mich zeigen. Erstmal ja, in der Tabelle besser stehen mit Dortmund und dann wird es dann so sein, werden wir sehen, ob der Trainer von der Nationalmannschaft mich dann einladen möchte und ich mir das verdient habe mit guter Leistung. Was sind deine persönlichen Ziele? Jetzt mal fernab der Tatsache, dass du fit werden willst. Wo sagst du, das sind Dinge, an denen muss ich jetzt arbeiten, da muss ich konstanter werden und das nehme ich mir in diesem Jahr auch vor? Da anzuknüpfen, wo ich letztes Jahr war. Weil ich glaube, letztes Jahr war gut, aber nicht alles, was ich kann. Deswegen würde ich mir wünschen, da wieder anzuknüpfen und dann konstant so, sag ich mal, versuchen, Borussia Dortmund zu helfen. Und persönliche Ziele habe ich keine. Ich möchte Tore und Assists machen, um der Mannschaft zu helfen und sie weiterzubringen. Und das ist auf jeden Fall mein Ziel. Mal gucken, was so die Zukunft bringt. Das ist eine lange Saison. Ich wünsche dir erstmal, dass du schnell wieder fit wirst. Dankeschön. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles Gute, viel Erfolg. Dankeschön. Danke dir. Danke. Spaß gemacht. Danke.